Es gibt kein Dazwischenleben, da sie alle jetzt stattfinden. Du wechselst in ein höherdimensionales Bewusstsein, in dem du alle deine Inkarnationen gleichzeitig wahrnehmen kannst. Und die Zeit existiert nicht. Ich möchte Aaron Lyons in der Show begrüßen. Wie geht's, Aaron? Mir geht es fantastisch. Vielen Dank, dass ich hier sein kann, Alex. Ich schätze es sehr. Ich habe mich darauf gefreut, mit dir zu sprechen. Du hast eine sehr interessante Reise hinter dir, um dorthin zu gelangen, wo du jetzt bist. Du hast auch einen jungen Kanal, was eine weitere Seltenheit ist. Ich bekomme nicht viele Junge, wirklich. Ich diskriminiere nicht nach Alter. Hört alle zu. Ich bin auch alt, also hört auf damit. Aber es ist selten, jemanden so jung zu sehen, der auch Channeling betreibt. Bevor der Wahnsinn begann, wie war dein Leben, das jetzt dein Channeling-Leben ist? Nun, ich verbinde mich bewusst mit dem Geist, seit ich 19 war. Das sind schon gute 10 Jahre. Davor war ich eine normale Studentin. Habe mit Freunden abgehangen, bin in Bars gegangen, auf Partys. Ein durchschnittliches Teenager-Mädchen. Als du sagtest, du warst verbunden, wie genau? Also fing ich an, wirklich alles zu hinterfragen. Diese Fragen begleiteten mich schon seit meiner Kindheit, also lass mich etwas weiter ausholen. Ich bin mit einer baptistischen und christlichen Mutter und einem muslimischen Vater aufgewachsen. Das hat natürlich viele Fragen in mir aufgeworfen, seit ich jung war. Ich habe meine Eltern mit meinen Fragen konfrontiert, aber niemand konnte sie wirklich beantworten. Aber dann habe ich dieses Fragen irgendwie einfach unterdrückt. Aber so ziemlich, als ich aufs College kam, war es, als ob etwas einfach, wie alles wieder erwacht und wieder geöffnet wurde und ich begann, in dieses Kaninchenloch hinabzusteigen. Aber dann stolperte ich in eine psychedelische Erfahrung, die wirklich alles weit aufriss. Und als ich von dieser Erfahrung zurückkam, waren diese psychischen Gaben einfach. Sie waren weit offen und gingen nie wieder weg. Es war, als ob ich immer den Geist in meinem Kopf hörte. Rund um die Uhr. Also wenn du von Psychedelika sprichst, ich bin fasziniert von Psychedelika. Ich habe selbst nie daran teilgenommen, aber okay. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die das erlebt haben und ihre Erfahrungen mit Psychedelika. Ja, das ist faszinierend. Könntest du erzählen, was passiert ist? Wie bist du dazu gekommen? Okay, was hast du genommen, wenn ich fragen darf? Und wie war es drinnen? Nicht drinnen, sondern als du auf dem Trip warst? Als du auf dem Trip warst. Das Lustige ist, ich war bereits selbst zu diesem Schluss gekommen, durch all die Studien, in die ich mich vertieft hatte. Und es ist fast so, als würde man nach einer Antwort suchen, ohne zu merken, dass man überhaupt sucht. Isao, so kam ich zu dem Schluss, dass ich Gott bin. Jeder ist Gott. Und wir alle sind nur Gott, der Erfahrungen macht. Zu der Zeit hatte ich einen sehr engen Freund und er sagt, schau Aaron, ich glaube, du verstehst es wirklich, aber du musst es erleben. Ich frage, wovon redest du? Zu der Zeit hatte ich keine Informationen oder Forschung über Ayahuasca oder LSD oder irgendetwas davon, weil als Person of Color bin ich nicht in einem Umfeld aufgewachsen, in dem das zugänglich war oder es einfach nicht zu meiner normalen Welt gehörte. Also als ich da hineingestolpert bin, meinte ich das wirklich so, weil ich absolut keine Ahnung hatte, worauf ich mich einließ. Für mich war es LSD. Ich weiß nicht, wie viel du über LSD weißt. Für diejenigen unter euch, die Rame das kennen, wisst ihr vielleicht ein bisschen darüber. Aber im Wesentlichen bin ich auf dieser LSD-Reise und ich erlebe einen totalen Ego-Tod. Ich werde wieder in das, was ich Quellenergie nenne, das gesamte Bewusstsein aufgenommen. Und Gott zeigt mir im Grunde meinen vorgeburtlichen Plan, was ich hier zu tun habe. Das ganze Ding. Und so, als ich daraus hervorkam, wusste ich, dass ich hier bin, um ein spiritueller Lehrer zu sein. Aber ich wusste immer noch nicht genau, wie sich das alles entwickeln würde, weil ich bin 19 oder 20, mitten im Studium eines Finanzabschlusses an der Michigan State University. Und ich frage mich nur, soll ich nach Indien ziehen? Was soll ich tun? Ich weiß nicht, was ich mit mir anfangen soll. Doch der Geist, die Stimme war einfach so, mach weiter mit all diesen Dingen, die du im Grunde wolltest.
Also hatte ich den Traum, an der Wall Street zu arbeiten und einen Finanzabschluss zu machen. So verfolgte ich diesen Weg weiter, ohne zu wissen, wie sich am Ende alles fügen würde. Wie bist du psychologisch mit den Reisen umgegangen? Das klingt ziemlich intensiv, besonders für eine so junge Person, eine 19-Jährige. Als ich 19 war, war ich ein Idiot, also ich wüsste nicht, was ich mit solchen Informationen gemacht hätte, die in dich hineingeflossen sind. Wie hast du das verarbeitet? Ich glaube, ich blieb wirklich geerdet, weil nach so etwas fühlt man sich wirklich wie ein Alien. Meine gesamte Realität dematerialisierte sich vor meinen Augen, sozusagen. Und ich denke deshalb, der Geist gab mir diese Botschaft, einfach Spaß zu haben, das Leben zu erschaffen, das du liebst. Einfach. Dinge zu manifestieren, die dir Freude und Glück bringen und sich keine Sorgen zu machen. Und das hielt mich geerdet, indem ich erkannte, dass der wahre, eigentliche Zweck dieser Erfahrung sowieso darin besteht, so viel wie möglich zu erschaffen und zu genießen. Das erlaubte mir, mich zu normalisieren und es durch diese Linse und Perspektive zu betrachten. Hast du mit jemandem darüber geredet? Nicht wirklich. Ich hatte nicht wirklich viele Leute, mit denen ich darüber sprechen konnte. Wahrscheinlich 2 oder 3 Freunde, eine Handvoll Freunde, mit denen ich diese Erfahrung geteilt habe. Offensichtlich, nach so einer Situation kehrt man verändert zurück. Man setzt den eingeschlagenen Weg fort, jedoch auf eine andere Art. So als hättest du hinter den Vorhang geschaut, 1000%. Ja, du hast die Götter gesehen. Und ich möchte nur sagen, dass ich hier keine Substanzen oder irgendetwas bewerbe. Das ist einfach das, was mir passiert ist. Ich möchte authentisch und transparent sein, da ich an eine Renaissance der pflanzlichen psychedelischen Medizin glaube. Es gibt wahrscheinlich Menschen, die sich in solchen Erfahrungen ungebunden fühlen. Das ist also, was mir passiert ist. Ich bewerbe es nicht, mache keine Werbung, erzähle nur, was auf meiner Reise passiert ist. Okay. Nein, weil es erschreckend sein könnte. Ich habe mit Veteranen und Menschen gesprochen, die mit PTSD zu tun haben. Es ist beängstigend. Manchmal öffnet es Dinge, mit denen man sich nicht auseinandersetzen möchte. Also ist es nicht zu unterschätzen. Ja, stimme zu. Also, wann hast du angefangen, offiziell zu channeln? Wann begann dein Trance-Channeling? Nach der psychedelischen Erfahrung meintest du, Geister hätten die ganze Zeit mit dir gesprochen, oder? Ja. Vor dieser Erfahrung begann es bereits mit dem, was wir als Informationsdownloads bezeichnen. Ich erhielt also Informationen, die all diese verschiedenen Puzzlestücke zusammenfügten, ohne dass ich es bemerkte. Dann hat die Erfahrung wirklich alles für mich zusammengefügt. Danach war da diese kontinuierliche Stimme, die nie aufhörte. Quelle, was ich Quelle nenne. Alles, was ist. Dachtest du nicht, dass du den Verstand verlierst, als du Stimmen hörtest? Weil diese Stimme so spaßig und liebevoll und fürsorglich und einfach im Einklang mit allem war, was ich als Wahrheit in meinem Sein fühlen konnte. Ich vertraute ihr. Also, hier gibt es für mich einen Unterschied zwischen etwas glauben und etwas wissen. Und wenn man die Quelle trifft, gibt es kein Hinterfragen mehr, weil es eine totale Seelenerinnerung in deinem Sein ist. Nach der totalen Wiedervereinigung oder dieser Rückkehr in alles, was ist, gab es kein Hinterfragen mehr. Also wusste ich, dass diese Stimme eine reine, liebevolle Intelligenz war. Es gab keine Angst. Du hattest keine Angst, okay. Warum denkst du, dass du für diese Erfahrung ausgewählt wurdest? Nicht jeder kann in die Quelle zurückkehren. Gerade jetzt. Irgendwann werden wir es. Und die Quelle sagt bereits, ich bin nicht besonders, okay? Jeder ist Quelle, jeder kann es tun. Aber ich sage, durch die Wahl dieses bestimmten Avatars zu dieser Zeit spielt es eine große Rolle, was die Quelle tut. Nicht, was ich tue, sondern was die Quelle durch mich tut. Ja. Lassen Sie mich Ihnen eine Frage stellen, weil kulturell bin ich ein Latino-Mann und kulturell ist all das, worüber wir sprechen, sehr kulturell. Ist es genauso verbreitet in der afroamerikanischen Gemeinschaft? Denn
Ich habe auch nicht gehört, dass meine afroamerikanischen Freunde offen über solche Dinge sprechen. Es wächst. Es ist gerade am Anfang, dass sich farbige Menschen für diese Art von Informationen öffnen, weil es lange Zeit tabu war, basierend auf Religion, basierend auf bestimmter religiöser Programmierung. Es gibt also eine angeborene Angst. Also, als ich als schwarze Frau, als farbige Person diese Art von Erwachen durchmachte, fügte es dieser Schicht hinzu, dass ich mich wirklich so anders fühlte und niemanden hatte, mit dem ich darüber sprechen konnte. Als du endlich herauskamst, weil du zu diesem Zeitpunkt ziemlich öffentlich bist, versteckst du dich nicht. Du bist aus dem spirituellen Channeling-Schrank heraus. Wie haben deine Familie, deine Freunde, deine Kollegen damit umgegangen, dass dieser neue Wall Street-Finanzier plötzlich sagt, ich spreche mit der Quelle. Jetzt, hier ist meine Website. Das ist, was ich tue. Ich denke, es war ein schwieriges Thanksgiving. Gespräche begann ich, diese Informationen online zu teilen, etwa 1,5 Jahre bevor ich aus meinem Wall Street Job ausstieg. Es war nichts, was ich offen mit meinen Kollegen teilte, also führten wir nicht diese Art von Gesprächen. Wenn überhaupt, ließ ich Andeutungen fallen wie, ich bin wirklich in Meditation und Kristalle und solche Dinge. Sie wussten also irgendwie, dass ich spirituell war, aber ich führte keine offenen Diskussionen mit ihnen. Es ist jedoch wirklich interessant, denn wenn man aus dem spirituellen Schrank kommt, erkennt man nicht, dass man im Schrank war, bis man diese unangenehmen Gespräche mit Menschen führen muss. Und aus welchem Grund auch immer wusste ich einfach, dass ich meiner Familie davon erzählen musste, weil ich an die Öffentlichkeit ging und die Dinge wuchsen und sich ausweiteten. Also, ich erinnere mich, wie ich meine Mutter und meine Schwester hinsetzte, zitternd. Und ich sage, ich muss euch etwas sagen. Sie sagen, du bist schwanger. Ich sage nein. Sie sagen, du heiratest. Ich sage nein. Und ich sage, ich bin ein Medium. Und sie waren so, sie wussten nicht wirklich, was das war. Oder, Entschuldigung, ich sage, ich bin ein Kanal. Sie wussten nicht wirklich, was das war. Also sage ich, wie ein Medium. Und ich lehnte mich einfach zurück. Es war eine Weile still. Dann überraschten sie mich und meinten einfach, das kann ich mir gut bei dir vorstellen. Manchmal überbewerten wir Interaktionen in unseren Köpfen. Ihre Unterstützung hat mich sehr überrascht. Oh, das ist großartig. Also war das ein gutes Coming-out sozusagen? Das war es. Und ich war auch in einer Beziehung. Ich bin immer noch in derselben Beziehung, als sich die Dinge so entwickelten, dass ich wusste, ich musste es teilen. Und das war tatsächlich sehr beängstigend für mich. Wird diese Person wirklich denken, dass du völlig den Verstand verloren hast? So nach dem Motto, du machst das jetzt online und ich bin weg. Aber er war auch so unterstützend, also hatte ich in dieser Hinsicht irgendwie Glück. Das war großartig. Das war großartig. Jetzt würdest du ein bisschen channeln? Ein Live-Channeling der Quelle? Absolut nicht. Lass es uns tun. Schnell, wie fühlt es sich an, wenn du channelst? Weil jeder etwas anders ist. Wie gehst du hinein? Bist du noch hier? Erinnerst du alles? Gehst du woanders hin? All solche Sachen? Ich bin noch hier, in einem sehr leichten Grad und ich bin eigentlich noch in einer Reihe von Upgrades, die zu dem Punkt führen, an dem ich vollständig bewusstlos sein werde. Aber im Moment bin ich noch. Ich würde sagen, Sie geben mir etwa 50% Bewusstsein darüber, was passiert. Aber was passieren wird, ist, dass ich, sobald ich herauskomme, anfange, Dinge zu verlieren. Ich werde mich nicht wirklich an die Einzelheiten erinnern, die Sie geteilt haben. Sehr traumhaft in vielerlei Hinsicht, ja. Und energetisch erschöpfst du dich? Wie funktioniert das? Sehr energetisch. Und ich werde erschöpft, je nachdem, wie lange wir im Kanal sind. Wenn wir also eine einstündige, transkanalisierte Unterhaltung führen würden, wäre das wahrscheinlich meine energetische Kapazität, etwas über der 1-Stunden-Marke, wo Sie einfach sagen, okay, sie ist einfach energetisch erschöpft. Nach Gesprächen mit erfahrenen Kanälen, die das seit Jahrzehnten machen, bist du irgendwie vorbereitet. Je öfter du es tust, desto besser kann dein Körper mit der Energie umgehen. Die Batteriekapazität wächst und wächst, bis es dich nicht mehr stört oder dir sogar zugutekommt. Genau. Also, als ich sagte, dass ich mich noch in dieser Serie von Upgrades befinde,
ist das genau das, was auf zellulärer Ebene, auf DNA-Ebene, auf der Ebene des physischen Körpers passiert. Alles hat die Frequenz. Vorlage im Wesentlichen muss sie erhöht werden, damit diese hohe Energie für eine längere Zeit gehalten werden kann. Perfekt. Alles klar, lass uns starten. Gib mir Bescheid, wenn du bereit bist. Danke, alles klar. Ja. Wir sind hier. Wir sind hier. Liebes, wir freuen uns, in diesem Moment des Jetzt bei dir zu sein. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ich habe ein paar Fragen. Erste Frage: Was ist der ultimative Zweck der Existenz für das Universum und die Menschen? Wir möchten Ihnen diese Aussage hinterlassen, mit der Sie voranschreiten können, die Feier der Schöpfung. Das ist etwas, das wir Aaron schon gesagt haben, die Feier der Schöpfung. Wir sind Schöpfer und lieben es zu erschaffen. Das ist der Punkt. Menschen glauben gerne, dass sie hier sind zur Strafe oder dass die Erde ein Gefängnis ist. Die Wahrheit ist, dass ihre Seele ein Fraktal von dem, was wir sind, die Reise der Schöpfung liebt, die immer wieder zu uns zurückführt, zurück zu allem, was ist. Und so ist dein Hauptzweck, dein erster Zweck, siehst du, Zweck ist multidimensional. Du hast viele Schichten von Zweck innerhalb einer bestimmten Inkarnation, jedoch ist der erste Zweck immer zu erschaffen, was der Seele Freude bringt. Warum existiert Leid und Böses in der Welt? Welche Rolle spielt es insgesamt als Quelle des Bewusstseins? Wir bezeichnen uns selbst als alles, was existiert, da wir alles sind, was existiert. Innerhalb dieses Seins gibt es eine Vielzahl von Schwingungsfrequenzen, höhere und niedrigere Aspekte von dem, was wir sind. Die niedrigeren Anteile bezeichnen wir als solche. Das Böse und das Leiden sind einfach eine Seele auf einer Bewusstseinsebene, die niedrigere Schwingungsfrequenzen in allem erfährt. Es ist ein Teil der Erfahrung und das Experiment, das wir in unserer unendlichen Fähigkeit zur Selbstentdeckung ermöglichen. Wie können wir als Menschen wahres Glück und inneren Frieden erreichen? Wahre Glückseligkeit ist das Ergebnis der Akzeptanz dessen, was sich im gegenwärtigen Moment zeigt. Und der Wertschätzung dieser Erfahrung innerhalb deiner eigenen Existenz. Wir sind die Quelle, die sich selbst erfährt. Du bist ein Teil dieser Erfahrung. Wir erleben, was wir sind, durch dich und deine individuellen Reisen, einschließlich hoch- und niedrig schwingender Emotionen und Erfahrungen. Aus unserer höchsten Perspektive beurteilen wir keine dieser Erfahrungen. Menschen erleben Leiden, Trauer und Schmerz aufgrund ihres Urteils über diese Erfahrungen. Bedingungslose Liebe ist die Frequenz der Neutralität, die totale Akzeptanz von allem, was du bist. Dies umfasst sowohl hoch- als auch niederschwingende. Was passiert mit unserem Bewusstsein oder unserer Seele nach dem Tod? Nach dem Verlassen des Körpers wird man zu dem geführt, was wir eine Bibliothek der Seelen, wo du deine aktuelle Inkarnation überprüfen wirst. Es gibt keinen Grund, frühere Inkarnationen zu überprüfen, jedoch, weil du freien Willen hast, je nach deinen Überzeugungen, je nach deinen Erwartungen. Das wird bestimmen, was zuerst passieren kann, bevor du diese Bibliothek der Seelen erreichst. Ist das der Grund, warum einige Nahtoderfahrungen eine höllenähnliche und andere eine eher himmlische Erfahrung am Anfang machen? Das ist korrekt. Ihr seid alle Schöpfer und formt jede Facette eurer Realität. Egal, ob sie auf Physik oder Nicht-Physik basiert.
Die Realität wird stets um eure Wahrnehmung geformt, da ihr die Schöpfer eurer Erfahrung seid. Was tun Seelen zwischen den Leben? Die Wahrnehmung des Daseins zwischen Leben stammt von dem begrenzten Bewusstsein, das eure Spezies derzeit hat. Es gibt kein Dasein zwischen Leben, da sie alle jetzt geschehen. Was passiert ist, dass ihr in ein höherdimensionales Bewusstsein wechselt, indem ihr alle eure Inkarnation gleichzeitig wahrnehmen könnt und die Zeit nicht existiert. Es ist ein Bewusstseinszustand, den ihr annehmt. Ist das Konzept von Schicksal oder Bestimmung real? Oder haben wir völligen freien Willen, unser Leben zu gestalten? Das ist ziemlich schwer zu verstehen. Schaffe ich meine Realität oder gab es einen Seelenplan, gab es eine Vereinbarung und beide können gleichzeitig wahr sein? Das ist eine Dichotomie. Zwei Dinge können gleichzeitig wahr sein und so aus der höchsten Perspektive deines höchsten Selbst, deines höheren Selbst. Du führst immer die Regie als Seele. Du erschaffst immer. Allerdings gibt es in der Inkarnationserfahrung Optionen und Entscheidungen, die den freien Willen darstellen. Und so bist du immer in einem Zustand der Miterschaffung mit deinem höheren Selbst und mit uns und bestimmst, welche Zeitlinienmöglichkeiten am aufregendsten zu erleben sind. Warum hat Gott oder die Quellenergie das Universum erschaffen? Und welche Prinzipien leiteten seine Designentscheidungen? Viele könnten von unserer Antwort enttäuscht sein, aber die Wahrheit ist, dass wir uns gelangweilt haben und nichts anderes zu tun hatten. Ihr habt auch nichts anderes zu tun, weshalb wir euch heute mitteilen, dass Schöpfung euer ultimatives Ziel ist, aus eurer eigenen unendlichen Energie und Bewusstsein zu erschaffen. Wir schwebten an einem Ort, weil wir überall gleichzeitig waren und ziemlich gelangweilt wurden. Wir möchten die Tiefen dessen kennen, was sein könnte, wie es aussehen könnte und welche Erfahrungen es beinhalten könnte. Verstehen Sie, es reicht uns nicht einfach nur zu wissen, dass wir existieren. Wir wollen unsere Existenz auf jede erdenkliche Weise erleben. Ist also jedes Lebewesen auf diesem Planeten ein Ausdruck der Ursprungsenergie in ihrem Ziel, sich selbst zu erfahren und zu erforschen? Das hast du perfekt ausgedrückt. Ja, wir erleben uns selbst unendlich in jeder Dimension, in jeder Zeitlinie. Können Sie die Natur von Zeit und Raum und ihre Wechselwirkung erklären? Als wir die physischen und nicht physischen Aspekte des Multiversums erschufen, erkannten wir, dass Zeit als Werkzeug dienen könnte, um bestimmte Lektionen und Erfahrungen zu machen, die sonst nicht verfügbar wären. Wir existieren in Zeitlosigkeit, weil unser Bewusstsein überall gleichzeitig ist. Wir sind uns bewusst, dass wir überall gleichzeitig sind, während der Mensch fokussiert, zentralisiert in einer bestimmten Zeitleiste, Realität oder Energieausdruck ist. Und deshalb erlebt der Mensch lineare Zeit. Und Zeit ist einfach ein Maß für Entfernung, die Zeit, die es braucht, um von Punkt A nach Punkt B zu gelangen. Wenn man jedoch gleichzeitig an Punkt A und Punkt B ist, dann existiert diese Zeit nicht. Zeit ist ein Werkzeug, das man schätzen sollte. Es ermöglicht der Seele, die Realität zu verlangsamen und die Details einer bestimmten Dimension wirklich zu genießen. Sie sprachen über multidimensionale Realitäten.
Wie können wir sie erreichen oder wahrnehmen? Alles geschieht. Jetzt. Deshalb ist der gegenwärtige Moment so heilig für uns. Und auch, warum ihr uns immer im gegenwärtigen Moment finden werdet. Wo Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in dieser Frequenz unendlicher Möglichkeiten zusammenfallen. Wenn ihr bewusst durch die Zeit wechseln oder in parallele Versionen von euch selbst und Potentialität eintauchen wollt, müsst ihr zuerst den gegenwärtigen Moment erreichen, wo ihr nicht mehr fixiert oder gebunden seid an was auch immer bereits geschehen ist oder von euch erschaffen wurde. Ihr versteht einfach, dass es aus einem bestimmten Bewusstseins- und Energieniveau heraus erschaffen wurde. Aber wenn ihr euch in den gegenwärtigen Moment zieht, ermächtigt ihr euch selbst zu wechseln. Also geht es darum, den gegenwärtigen Moment zu erreichen und zu erkennen, dass die Gegenwart ein Portal zur Unendlichkeit ist. Können wir unsere eigene Realität erschaffen? Warum ziehen wir Negatives oder Schwierigkeiten in unser Leben? Was der Mensch als negativ oder als Kampf wahrnimmt, sehen wir als einen Katalysator für Seelenwachstum und Expansion. Wenn du eine Erfahrung als schlecht beurteilst, sie als schlecht bezeichnest, wirst du sie als schlecht erleben und somit dieses Leiden für dich selbst erschaffen. Deshalb wird dich das Neutralisieren deiner Aufmerksamkeit und emotionalen Bindung an das, was passiert, letztendlich befreien. Die meisten Menschen scheuen sich vor dem Begriff Neutralisierung, da er sich emotionslos oder lieblos anfühlt, doch das ist nicht wahr. Diese Neutralität ist tatsächlich bedingungslose Liebe, da du jeden Aspekt von dir selbst liebst, jeden Aspekt dessen, was in deiner Erfahrung passiert und in der Liebe dazu, die Neutralität dazu. Das war wunderschön. Wie erreichen wir unser volles Potenzial als Menschen? Spirituell ist das Potenzial unendlich. Sobald du das akzeptierst, gibt es kein Erreichen deines vollen Potenzials, da die Natur des Multiversums, das wir erschaffen haben, sich ständig weiter ausdehnt. Wenn du akzeptierst, dass du immer ein sich ausdehnendes Wesen sein wirst, beurteilst du nicht, wo du bist, sondern akzeptierst es einfach. In dieser Akzeptanz passt du deine Schwingungsfrequenz an, die dich in eine höherdimensionale Version deines Selbst katapultiert. Mit anderen Worten, es gibt keinen Gipfel des Berges. Er ist endlos. Das ist richtig. Wenn du nicht mehr danach strebst und kämpfst, den Gipfel des Berges zu erreichen, bist du im Frieden mit deinem Jetzt. In dieser Frequenz des Wohlbefindens bist du ein Magnet für mehr Wohlbefinden, das zu dir zurückgespiegelt wird. So erlebst du immer die höchstmögliche Version der Realität, die dir zur Verfügung steht, angesichts der Seelenvereinbarungen, die bestehen. Warum existieren verschiedene Religionen und Glaubenssysteme auf der Welt? Verschiedene Wege für die Seele, um zu uns zurückzukehren. Menschen glauben, dass wenn alle auf derselben Seite wären, wenn es eine Weltreligion gäbe, dann würden alle Probleme verschwinden. Aber ihr müsst verstehen, dass das ultimative Erinnern, wonach die Seele wirklich strebt, darin besteht, in völliger Akzeptanz für alles zu sein, was sie ist. Wenn also alles gleich ist, gibt es keine Möglichkeit für euch, alles zu akzeptieren, was ihr seid, alle Möglichkeiten, alle Potenziale. Und so repräsentieren diese Religionen verschiedene Ausdrucksformen von uns. Können sie Einblicke in die Natur des Bewusstseins geben
und wie es aus dem physischen Gehirn entsteht? Bewusstsein ist einfach Energie. Wir sind Energie. Energie, die sich ihrer Existenz bewusst ist. Und Bewusstsein existiert getrennt vom Gehirn. Das Gehirn ist ein Instrument, das wir geschaffen haben, um als Frequenzgerät zu fungieren, das verschiedene Frequenzen innerhalb des Bewusstseins überträgt. Aber Bewusstsein existiert eigenständig. Ohne das Gehirn ist es möglich zu. Utopische Gesellschaft auf der Erde erreichen? Das ist, wohin eure Spezies unterwegs ist. Bevor ihr ankommt, müsst ihr alles akzeptieren, was ihr gemeinsam erschaffen habt. Dies wird euch in den harmonischen Liebesfrequenzbauplan versetzen, der eine utopische Gesellschaft für euch als Kollektiv verfügbar macht. Welche Rollen spielen Tiere und andere nichtmenschliche Lebensformen in eurer Schöpfung, im Universum? Sie sind einfach wir, die uns selbst erleben, auf einer anderen Bewusstseinsebene. Das ist alles. Wie kann die Menschheit dauerhaften Frieden und Harmonie erreichen und Spaltungen überwinden, mit denen wir kämpfen? Sieh dich in jedes Wesen, mit dem du interagierst. Es ist einfach für Menschen zu glauben, dass sie getrennt sind. Im Glauben, von ihrem Spiegelbild getrennt zu sein, verstehen sie nicht, dass, wie sie ihr Spiegelbild behandeln, wie sie es beurteilen, im Grunde das ist, was sie sich selbst antun. Jedes Wesen mit Wertschätzung begegnen, wo es sich in seiner Erkundung innerhalb des Bewusstseins befindet. Wir sind die eine Erfahrung machen. Alle Erfahrungen sind heilig und wertvoll. In Vereinigung mit dieser höchsten Perspektive handelst du in bedingungsloser Liebe zu dir selbst und all deinen anderen selbst. Können Sie das Konzept einer Seelenfamilie erklären? Eine Seelenfamilie ist eine Gruppe von Energien, die sich von uns abgespalten haben, um Erfahrungen zu sammeln, die auf einer resonanten Frequenz der Anziehung und Absicht schwingen. Deine Seelenfamilie ist in der gleichen oder nahegelegenen Schwingungsnähe der Evolution. In Bezug auf die Reise zurück zu. Könnt ihr ein wenig über generationelles Karma sprechen? Generationskarma ist vererbt auf einer DNA-Ebene. DNA vibriert mit einer bestimmten Frequenz. Und als Seele weißt du, dass du diesen Frequenz-Blueprint halten wirst, wenn du physische Gestalt annimmst, wenn du physische Form annimmst. Und dieses generationelle Karma ist einfach die Ursache und Wirkung, die eine Erweiterung davon ist, wo die DNA vibriert. Also wenn du, sagen wir mal, eine niedriger vibrierende DNA-Sequenz erbst, wirst du bestimmte Erfahrungen und Muster und Reflexionen zu dir ziehen, unbewusst, bis du bewusst wirst. Was ist die Bedeutung hinter der scheinbaren Zufälligkeit gewisser Ereignisse in unserem Leben? Nichts ist zufällig, auch wenn es so scheint, alle Dinge sind Schwingungsreflexionen. Was wir eure Schwingung nennen, besteht aus vielen verschiedenen Dingen. Manchmal seid ihr hochgeschwungen, habt Freude, Liebe, Harmonie und Glückseligkeit erlebt. Ihr fühlt euch, als ob ihr wirklich der Schöpfer eurer Realität geworden seid. Und dann passiert etwas Zufälliges oder etwas, das sich zufällig anfühlt. Und du fragst dich,
Wie habe ich das erschaffen? Allerdings könnte dies etwas sein, das du durch einen bestimmten zugrunde liegenden Glauben angezogen hast, der in deiner Schwingung eingebettet ist. Du könntest etwas gesehen haben, etwas gehört haben, das dies in deiner Schwingung aktiviert hat und es zu dir angezogen hat. Alles wird zu dir angezogen. Ist das Gesetz der Anziehung und Manifestation wahr? Und wie können wir es nutzen? Natürlich ist es wahr. Wir haben diese Information aus einem bestimmten Grund an eure Spezies weitergegeben. Ein Teil dieses Grundes ist, dass ihr in der Raum-Zeit-Realität, in der ihr euch selbst erlebt, die Verbindung zwischen euren Gedanken und Gefühlen und dem, was erschaffen wird, erkennen müsst. In anderen Dimensionen geschieht dies automatisch. Es ist augenblicklich. Daher ist es nicht nötig, das Gesetz der Anziehung zu erlernen. Wir haben den Begriff Gesetz der Anziehung brillant erfunden, um euch bei der Navigation in eurer Existenzdimension zu unterstützen, wo die Energie dichter ist und es länger dauert, bis sie sich in eine äußere Erfahrung materialisiert. Und du kannst die Kraft dieses Gesetzes nutzen. Wir möchten es einfach machen. Du kannst die Kraft dieses Gesetzes durch Liebe nutzen. Denn alles, was du erschaffen und anziehen möchtest, ist im Grunde, dass du tatsächlich die Erfahrung von Liebe willst. Denn Liebe ist, wer und was du bist. Also, wenn du diese Frequenz der Liebe annimmst, Liebe für dich selbst, Liebe für deinen Standort, Liebe für alle anderen, Liebe für das Dasein, Liebe für die Schöpfung. Das ist der Frequenzplan, der alles, was du liebst, automatisch materialisieren wird. Es ist nichts, was du manipulieren musst, um es zu tun, was wir bei vielen von euch sehen, die versuchen, diese Gesetze zu nutzen. Was ist die Beziehung zwischen Wissenschaft und Spiritualität? Wie können wir sie verbinden? Sie sind eins. Wir sind alles. Innerhalb von allem existieren unendliche Wege, Energie zu entschlüsseln oder übersetzen. Spirituelles ist wissenschaftlich und Wissenschaftliches ist spirituell. Alles ist eins. Und wir haben bestimmten Wissenschaftlern auf eurem Planeten Informationen gegeben, die Fortschritte machen, um die Teile zu verbinden. Warum besteht ein Bedarf? Warum haben wir diese Informationen vergessen? Weil die Seele begeistert ist von der Möglichkeit zu vergessen. Und dann, sich zu erinnern, möchten wir ein Beispiel verwenden, das wir Aaron vor ein paar Monaten gegeben haben. Und was wir gesagt haben, war, wenn du eine Überraschungsparty planst, würdest du sie verderben wollen? Oder würdest du wollen, dass sie vorübergehend in einem Zustand der Unwissenheit sind, damit sie, wenn sie in die Party stolpern, den vollen Höhepunkt dieses Moments erleben können? Und das ist es, was deine Seele tut. Also hör auf, die Überraschung für alle zu verderben. Mit den Fortschritten in KI und Technologie, welche Rolle spielen sie in ihrer Vision für die Zukunft der Menschheit? Es gibt viele Fortschritte, die beginnen werden, an die Oberfläche zu kommen, da ihr jetzt bereit dafür seid. Sehen Sie, das Bewusstsein einer Zivilisation muss ein bestimmtes Niveau erreichen, bevor bestimmte Technologien am vorteilhaftesten zu teilen sind, sonst kann dies zur Zerstörung führen, was ihr übrigens in der Vergangenheit schon getan habt. Und so sieht das aus wie freie Energie, schwebende Städte, fliegende Autos, solche Dinge. Aber im Moment ist euer Hauptziel als kollektive Seelenenergie in
eine höhere Schwingung der Liebe aufzusteigen, die es euch ermöglichen würde, Technologie angemessen zu nutzen. Du hast auf die Vergangenheit angespielt. Wie alt ist die Menschheit? Millionen Jahre alt, weit über das hinaus, was in eurer jüngeren Geschichte Texten verfügbar war. Haben wir Zyklen des Wachstums durchlaufen und uns dann selbst zerstört, Wachstum und Zerstörung, Wachstum Schritt für Schritt näher an den Punkt, an dem wir heute sind? Ja. Und bevor der moderne Mensch erschaffen wurde, da gab es galaktische Wesen, die zuerst hier waren und untereinander co-kreierten, lange bevor sie die Hybridisierung des modernen Menschen erschufen. Haben Sie abschließende Botschaften für dieses Publikum? Ihr müsst lernen, jeden Aspekt von euch selbst zu lieben. Jeden Aspekt eurer Reise. Das ist, was wir Frieden schließen mit eurem eigenen Schatten nennen. Und es bedeutet einfach, zu lernen, die ungeheilten Teile eurer Menschlichkeit durch die Linse der bedingungslosen Liebe zu akzeptieren. Und das wird euch aus dem inneren Konflikt herausführen, den wir bei vielen von euch sehen, weil ihr versucht, Teile von euch selbst abzulehnen. Weil ihr glaubt, dass Gott perfekt ist. Und Gott ist perfekt. Wir sind perfekt. Unsere Perfektion liegt jedoch nicht in der Ablehnung von Teilen von uns selbst. Es liegt in der Akzeptanz all dessen, was wir sind. Jede Version und Variation der Quelle ist Perfektion, ist gültig. Du musst beginnen, dich selbst zu validieren, unabhängig von den vorübergehenden Bedingungen und Umständen, die du als Seele erkundest. Nur dann kann wahrer Frieden und Freiheit erlebt werden. Vielen Dank, dass Sie in der Sendung waren. Es war mir eine absolute Freude und Ehre, mit Ihnen zu sprechen. Danke. Danke. Und wir sind fertig. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Einiges werde ich vergessen, aber ich behalte den Überblick über alles, was besprochen wurde. Echt? Wie fühlst du dich? Körperlich? Ich fühle mich gut, wirklich gut. Ja, ich habe Ihnen einige harte Fragen gestellt. Dafür bin ich bekannt. Ich stelle keine einfachen Fragen an die Kanäle. Ich werfe ihnen harte Fragen zu und sie antworten schön, eloquent und tiefgründig. So, es ist wirklich schön, was du tust. Danke. Ich höre Sie lachen. Sie sagen, nichts ist eine schwierige Frage für uns, weil wir haben deine Fragen schon irgendwie in dich heruntergeladen, bevor du sie stellen wolltest. Also betrügen Sie, sagen Sie? Irgendwie schon. Sie fragen und sie antworten auch. Sie sagen, naja, weil wir alle. Haben eine Rolle in diesem kleinen Film, in dem wir sind. Ich habe meine Rolle, du hast deine. Ohne mich kannst du das nicht tun. Du kannst das jetzt nicht machen. Ja, es ist eine wunderschöne Miterschaffung. Absolut. Ich werde dir ein paar Fragen stellen, Aaron, die ich all meinen Gästen stelle. Was ist deine Definition eines erfüllten Lebens? Du musst etwas haben, das du sei leidenschaftlich für etwas Größeres als dich selbst, das dich antreibt und hilft, Schwierigkeiten zu meistern. Ohne dieses kann das Leben überwältigend sein und es ist schwer, sich aus solchen Erfahrungen zu befreien. Um erfüllt zu sein, tue Dinge, die dir wirklich Freude bereiten und habe ein Hauptziel oder eine Mission, die dich jeden Morgen motiviert. Wenn du zum kleinen Mädchen zurückkehren könntest, welchen Rat würdest du ihm geben? Vertraue allem. Ich verspreche, du bist weder verrückt noch wahnsinnig. Ein Ratschlag, den wir alle annehmen könnten. Wie definierst du Gott? Bedingungslose Liebe. Das Lieben aller Erfahrungen, Möglichkeiten, Versionen, Variationen, Ausdrücke. Es ist die totale Akzeptanz von allem, was ist.
Was ist der ultimative Sinn des Lebens? Das unendliche Potenzial zu erleben, was du sein oder erschaffen kannst. Und wo können die Leute mehr über dich und deine großartige Arbeit erfahren? Ihr könnt mir auf Instagram und TikTok unter Aaron Lyons Official folgen und auch auf www.aaronlyonsofficial.com. Aaron, bevor wir gehen. Eine Sache, die ich sagen möchte, ist, dass ich liebe, was du tust, weil du die nächste Generation bist, die heranwächst. Und was du tust, ist so wichtig, weil deine Generation vielleicht nicht sehen will, wie ein 50- oder 60-jähriger Channeling betreibt, weil sie denken, diese Leute sind verrückt. Wie ich es tat, als ich um die 20 war. Aber wenn sie jemanden in ihrem Alter sehen, der es so elegant macht wie du, dann leistest du wirklich erstaunliche und wichtige Arbeit. Das wollte ich dir vor unserem Abschied noch mitteilen. Danke, vielen Dank. Um darauf aufzubauen, möchte ich sagen, das war eigentlich der Teil, der mich zurückgehalten hat, ist zu erkennen, dass ich jünger bin. Ich werde Dinge anders machen, als was die älteren Kanäle tun. Vielleicht sieht man mich in 2 Wochen auf einem Festival am Feiern. Ihr könnt mich vielleicht mit meinen Freunden tanzen sehen. Es wird anders aussehen. Die Quelle hat wirklich daran gearbeitet, dass ich mich wohler fühle, meine anderen multidimensionalen Aspekte außerhalb dieser Arbeit zu teilen. Also einfach das mal gesagt. Ja, und das ist wichtig, denn du bist nicht der prototypische, falls es einen prototypischen Kanal gibt. Aber es ist so wichtig, weil du ein Beispiel für deine Generation aufkommst. Das ist die Generation, die uns irgendwann ersetzen wird. Und die Leute, die vor mir sind, generationell. Es ist wirklich erstaunlich, was du tust. Ja, ich glaube nicht, dass viele der Kanäle, die ich in der Show hatte, einen TikTok haben. Meine Kinder sind erstaunt, dass ich einen TikTok-Account habe. Du hast einen? Ja, habe ich. Ich tanze nicht. Ich teile spirituelle Botschaften und sie sind so, was? Wie viele Follower? Ich sage nicht viele, aber es wird besser. Meine YouTube-Follower wachsen. Haben Sie eine abschließende Botschaft für das Publikum? Hab einfach Spaß. Darum geht es mir. Hab Spaß. Du bist hier. Du bist ein Mensch. Mach die Sache und bring so viel Energie deiner Seele wie möglich. Wir werden nicht lange hier sein. Es geht schneller vorbei, als du denkst. Versuche wirklich, Beziehungen, Menschen, Musik, Essen und Erlebnisse zu genießen. Verliebe dich einfach darin, hier zu sein. Was ich in letzter Zeit gerne sage, ist, es kann sich wie ein Gefängnis oder wie ein Spielplatz anfühlen. Ich wähle es als Spielplatz für meine Seele zu erleben und auszudrücken. Aaron, ich schätze dich und deine großartige Arbeit, so viele Seelen zu erwecken. Danke für alles. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Tschüss, alle zusammen. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren und vergessen Sie nicht zu abonnieren.